Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Dieses Mal geht es um meine Top 3 Sailor Venus. Aber bevor es losgeht, habe ich noch eine Ankündigung. Und zwar werde ich demnächst meine Rankings auf alle Darstellerinnen der jeweiligen Senshi ausweiten und auch die Darstellerinnen von den neuen Musicals mit einbeziehen. Und das wird auch mein letztes Video in komplett Deutsch sein. Ganz einfach, weil die deutsche Sailor Mew Community eigentlich kaum vorhanden ist. Und ich mich deshalb auf internationale Menschen beziehen möchte, die die Videos auch wirklich gucken. Ich mache natürlich weiter mit allem, aber ich werde alles etwas einenglischen, sagen wir es mal so. Ich hoffe, ihr bleibt trotzdem dabei und habt trotzdem noch Spaß daran. Und ja, dann geht es auch weiter. Hier bleibt es aber dabei nur die Darstellerin aus den alten Musicals. Und das ist und bleibt meine Meinung. Und es ist vollkommen okay, wenn ihr eine andere habt. So, genug geredet und los geht's. Platz Nummer 3, Yuki Nakamura. Oh je, gleich zu Anfang eine sehr unpopuläre Meinung. Verstehe ich gar nicht. Liegt vielleicht daran, dass sie nur in einem Musical dabei war. Aber egal, erstmal die Daten. Wie gesagt, war Yuki nur in einem Musical dabei. Und zwar in Kessen Transylvania no Mori aus dem Jahr 2000. Übrigens mein Lieblingsmusical. Sie gehörte mit damals 21 Jahren zu den älteren Darstellerinnen. Und das merkt man auch. Leider wird sie sehr auf ihren kleinen Solo-Auftritt in Köln Senshi-Jai Dadanai reduziert. Zugegeben, da trippelt sie wirklich genauso, als hätte sie ihre Tage. Aber das ist ja nicht alles. Wer das Guide-Video und Omake von Transylvania no Mori gesehen hat und im Musical gut aufgepasst hat, wird erstens sehen, dass sie eine sehr überzeugende Minako spielt. Sie ist überdreht, tollpatschig und sehr, sehr süß. Hat aber auch ernstere Momente, genau wie Venus. Backstage wirkt sie zwar sehr in sich gekehrt und in das Studium ihrer Rolle vertieft, aber onstage ist sie 100% Minako. Sie ist für mich sowohl die bekloppte und durchgedrehte Minako, als auch die entschlossene und reife Minako. Das eingehende Auseinandersetzen mit ihrer Rolle zahlt sich also aus. Zweitens ist sie eigentlich eine enorm gute Tänzerin, wenn man mal drauf achtet. Gerade im Fankansha-Event merkt man das sehr. Und damit hätte ich vor dem Rewatch auch nicht gerechnet. Aber sie tanzt wirklich richtig gut. Bewegen kann sie sich wirklich. Auch ist ihre Stimme sehr passend für Minako. Nicht zu hoch und nicht zu tief und sehr enthusiastisch. Daher finde ich es schade, dass man sie auf diese eine kleine Zeile in Koi no Senshi-Jai Dadanai reduziert. Sie singt doch wirklich gut. Ich wünschte auch, sie wäre wenigstens ein Musical länger geblieben, um Traditional The Grace zu singen. Das wäre so mega gut von ihr gewesen bei ihrer Stimmlage. Mann. Sie ist wirklich eine von den underrated Darstellerinnen und ich liebe sie sehr, weil sie süß und sehr talentiert ist. Und somit ist sie mein verdienter Platz 3. Platz Nummer 2, Momoko Shibuya. Und ich kann nur sagen, oh Mann, I love Momo. Momo ist sowas von mega gut. Aber erstmal die Daten. Momoko spielte Sailor Venus bzw. Minako von 2003 bis 2004 in Starlight Trio Densetsu und Kakyo Ohikorin. Schon als ich sie das erste Mal sah, dachte ich, das ist so Minako. Ihre Stimme ist nicht zu hoch und sehr passend für Minako. Außerdem kann sie sehr gut singen. Beim Punkt Tanzen und Bewegung fällt sie auf jeden Fall in die gehobene Mittelschicht. Den überdrehten und quirligen Charakter von Minako bringt sie 1 rüber. Vor allem wenn es um Saito-kun, also Concite, oder die Starlights geht, ist sie extrem fangirly drauf. Andersherum kann sie aber auch sehr ernst sein. Das fällt vor allem in Mina no Aiwo Kai Senai und Sorezoro no Elechi auf. Eine super Venus, die auch Backstage 100% Minako ist. Und es echt schade ist, dass sie nur in 2 Musicals dabei war. Dafür sichert sie sich in meinem Ranking Platz Nummer 2. Und wie immer kann es nur einen Platz 1 geben. Es ist die unverwechselbare, die wunderbare, die one and only Minako, Nao Inada. Nao ist Minako, die gerade aus dem Anime gesprungen ist. Okay, vielleicht ein paar Jährchen älter, aber trotzdem. Genug gefangirlt. Hier die Daten. Nao spielte Sailor Venus bzw. Minako von 1999 bis 2000 und war genau wie Hisano in Kaguya-shima Densetsu und Kaguya-shima Densetsu Kaitei-ban und Last Drunken Ryogoku dabei. Und jedes Mal denke ich, warum nicht noch länger? Ich hätte so gern ihr Traditional The Grace gehört. Für mich ist sie einfach total Minako. An ihr steht einfach alles. Sie ist perfekt. Bewegung und Tanz, super. Klar, es gibt bessere, aber sie macht ihren Job richtig gut. Und ihre Gestik ist sehr Minako-like, ihre Stimme ist perfekt, ihr Gesang ist tadellos, ihr gesamtes quirliges Auftreten ist einfach Minako. Ihr Rumgealbere mit Usagi und ihr etwas überdrehtes, selbstverliebtes Verhalten ist für Minako komplett auf den Punkt gebracht. Außerdem gehört Nao wieder zu den Älteren und man merkt auch, dass sie einfach mehr Stage-Erfahrung hat als andere. Wenn alles mal ganz schlimm aussieht, ist sie wiederum sehr ernst und die Anführerin der Senshi. So geht es bei mir noch 10 Jahre weiter, weil ich Venus liebe und sie mit Abstand mein Liebling ist. Aber das war für euch erstmal genug.
Und danke der Nachfrage, nein, Ayumi finde ich einfach nicht überzeugend als Minako. Das ist meine Meinung. Yay, now it's the queen! Und mal ganz ehrlich, der Name ist doch auch Programm, oder? So, das war's. Danke, dass ihr bis hierhin dabei geblieben seid. Bis dann!